in the woods, lost as I should. Hallo allerseits. Guten Morgen. Herzlich willkommen. Heute wandern wir auf der Lesefährte Waldweisen. So, das ist unsere heutige Wanderroute. Begonnen haben wir im Märkisch Buchholz an der Kirche. Jetzt geht das hier parallel zur Dahme bis zur Schleuse Hermsdorf-Mühle und am anderen Ufer wieder zurück. Unsere Tour wird nur 16 Kilometer sein, weil wir uns diese Schleife, die zur Oberförsterei Hammer geht, die klammern wir aus, die sind wir schon mal gegangen. Und mehr dazu erzähle ich euch unterwegs. Denn auf geht's. Und komm mit. Je 2 Federn kennzeichnen den Eingang des Wanderweges. Ja, und der Weg ist gut markiert. Überall an den Bäumen findet man dann diese weiße Feder. Kann man sich nicht verlaufen. Der Rundweg wurde durch den österreichischen Medienkünstler Wolfgang Georgsdorf konzipiert und in Zusammenarbeit mit dem Landesbetrieb Forst Brandenburg realisiert. Etwa alle 300 Meter stehen solche Lesestationen mit Texten der Weltliteratur zum Thema Wald. Insgesamt sind es 50 Stück. Keine Angst, wir zeigen euch nicht alle. Die Lesepulte stehen auf massiven Säulen aus gekerbten Kiefernstämmen. Die Kerben sind Spuren der einstigen Harzung dieser Bäume. Die gekerbten Stämme sollen einerseits an die Seiten eines aufgeschlagenen Buches erinnern, zum anderen an eine Schreibfeder. Und auf diesen Lesestationen sind Texten der Weltliteratur zu lesen und laden zum Verweilen ein. So, heute geht es also wieder mal durch Brandenburgs Kiefernwälder. Da sieht alles wenigstens ein bisschen grüner aus. Ansonsten ist ja leider die Vegetation noch nicht in Gang gekommen. Nee, die will erst. Die will erst. Zunächst geht es aber wieder über so einen breiten Forstweg. Läuft sich aber recht gut. Allemal besser, als über Asphalt laufen zu müssen. Und vor allen Dingen, es ist absolute Stille. Horcht mal. Herrlich. So muss es sein. Ich bin der Wald. Ich bin uralt. Ich hege den Hirsch und hege das Reh. Ich schütze euch vor Sturm und schütze euch vor Schnee. Ich wehre dem Frost, ich wahre die Quelle, ich hüte die Scholle, ich bin immer zur Stelle. Ich baue euch das Haus, ich heiz euch den Herd. Darum, ihr Menschen, haltet mich wert. Inschrift an einem niedersächsischen Forsthaus. Hier irgendwie ein alter Grenzstein. Oben steht Buchholz, kann man nur ganz schwach erkennen. Ein Stück weit geht die Lesefährte parallel zum dunklen Weg, der an die Kesselschlacht von Halbe erinnert und an die Flucht der Einwohner. Das ist aber jetzt ein anderes Kapitel. Das sind wir ja gar nicht gewöhnt, dass man im Wald Bänke findet. Nee. Sogar William Shakespeare ist hier vertreten. Sind diese Wälder nicht sorgenfreier als der falsche Hof? Ja, hier kann man einen Waldspaziergang mit literarischer Bildung verbinden. Na, dann lassen wir uns heute mal bilden. Bilden Sie sich mal nichts ein. Mal nichts ein, genau.
So, jetzt haben wir die Forststraße verlassen und jetzt geht es hier über einen wunderschönen Pfad durch den Wald. Endlich ein schöner Weg. Und jetzt führt uns der Weg an die Dahme heran. Im letzten Sommer waren wir drüben am anderen Ufer der Dahme unterwegs. Sah natürlich alles im Grün viel besser aus als jetzt um diese Jahreszeit. Ja, und hier steht wieder eine Bank mit wunderbarem Blick auf die Dahme und auf die angrenzenden Wiesen, in denen ja eigentlich auch bestimmt eine Menge Wasservögel zu finden sind, aber im Moment herrscht Totenstille. Ja, wie man hört. Man hört nichts. Wie man hört, hört man nichts. Das ist unsere Aussicht. Manche mögen's nass, Moorwälder mystisch, magisch, mannigfaltig. Und hier haben wir endlich mal ein literarisches Werk von Theodor Fontane. Am Waldessaume träumt die Föhre, am Himmel weiße Wölkchen nur. Es ist so still, dass ich sie höre, die tiefe Stille der Natur. Hier haben wir ein Zitat von Marilyn Monroe. Ihr lieben traurigen Bäume, euch wünsche ich Frieden, aber ihr müsst wachen. So, jetzt haben wir die Hälfte der Strecke geschafft. Jetzt machen wir erstmal Brotzeit. Genau, 11:30 ist es. Ja, 11:30. 12. 12. Da kann man schon was essen. Ja, na dann Mahlzeit. So, jetzt haben wir uns gestärkt. Jetzt treten wir den Rückweg an. Die Hälfte ist geschafft. So, auf der anderen Seite der Dahme geht es jetzt zurück nach Märkisch-Buchholz. Jetzt geht der Weg erstmal ein Stück über Asphalt, ein Radweg. Aber wir biegen nachher wieder in den Wald ab und haben dann wieder schöne Waldwege vor uns. Und schon sind wir wieder auf einem wunderschönen Waldweg. Das ist hier eine Anlegestelle für Wasserwanderer. Hier ist auch eine Feuerstelle. Und da sind zwei Entchen. Die sieht man, glaube ich, im Gegenlicht schlecht. Und so wieder ab. Hier ist die Trockenwiese. Nur ein kleiner Schritt. Dünen und Dahme, Wald und Weide, trocken und nass. Und die Vögel zwitschern im Auenwald. Dieser Text ist von Wolfgang Georgsdorf, dem Initiator und Begründer dieses Wanderweges.
Durch einen Wald von Ungemach geht Licht, ein Glück auf leisen Sohlen, und 1000 Herzen gehen verstohlen dem einen kleinen Glücke nach. Und so weiter. Rainer Maria Rilke. So, wir haben es nicht mehr allzu weit bis zum Auto. Zeit für ein kleines Fazit. Ja, spektakuläre Highlights hat dieser Weg nicht. Ich würde ihn umschreiben: literarischer Waldspaziergang mit gelegentlichem Blick auf die Dahme, Auwälder und Wiesen. Ja, also eine entspannte Tour, zur Nachahmung empfohlen, hervorragend markiert. Man braucht keine Navigation. Alle paar 100 Meter ist dann am Baum so eine Feder zu sehen. An jeder Abzweigung ist eine Feder. Man findet sich. Man findet sich, genau. Ja, wir haben es auch gefunden und machen uns jetzt auf dem Heimweg. Wünschen euch eine gute Zeit und bis zum nächsten Mal. Genau. Tschüss. Hier am Ortseingang von Märkisch Buchholz überqueren wir wieder die Dahme. Da vorne ist die Kirche, da steht unser Auto. Also wir haben das Ziel erreicht.